Herr Weidmannsheil, liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher. Wir möchten euch auch dieses Jahr auf die Jagd zur Bockbrunft mitnehmen. Der Einladung meines alten Jagdfreundes auf einen Bock meiner Wahl folgte ich gerne. Etliche gute und schussbare Böcke waren mir bereits in Anblick gekommen, doch ich konzentrierte mich auf einen besonderen Bock. Leider kam dieser Bock in diesem Jahr nicht in Anblick und so endete ich mein Vorhaben und ließ die beiden letzten Tage einfach so auf mich zukommen. Mein Abendansitz führte mich auf die Kirsche, ein offener Sitz mit guter Rundumsicht. Kurz war ein Bock zu sehen. Ein Ansprechen war mir mit der Kamera nicht möglich, aber er schien stark zu sein. Die Anwesenheit der plötzlich vor dem Getreide stehenden Geiß machte mich zuversichtlich, dass der zuvor einwechselnde Bock folgen würde. Eine Bewegung am Feldrand. Es war der Bock, der zuvor aus dem Wald in das Feld zog. Irgendetwas an diesem Bock war besonders. Beim Licht war etwas nicht so, wie es sein sollte. Zu schmal war das Licht gegenüber dem normalen Aussehen. Und dann war auch noch etwas Abnormales an der Stange oberhalb der Rosen. Mittlerweile hätte ich schon längst die Kamera gegen das Gewehr tauschen können, so viel war klar. Der Bock war alt genug. Aber sind wir uns ehrlich, mit etwas Gelassenheit erlebt man, wenn man sich Zeit lässt, oft herrliche Momente wie diesen, als der Bock am Bäumchen fegte und plätzte und sein Revier eindrucksvoll mit seinem Duft gegen seine Kontrahenten absteckte. Ohne weiter zu verhoffen, zog der Bock in den Bestand, und nachdem die Böcke sprangen, machte ich mir keine Sorgen, ihn herplatten zu können. An diesen Abend kam er aber leider nicht mehr, und so war ich schon auf die Auswertung der Aufnahmen gespannt. Am nächsten Tag zum Mittag machte ich eine Revierrunde und sah, wie ein Landwirt das obere Kornfeld drosch. Meine Hoffnung war, dass alle Felder bis zum Abend abgeerntet waren, und so beschloss ich, den Rehbock vom Vortag zu bejagen. Die Vorfreude war groß, denn ich sah bei der Überprüfung der Kamerabilder, dass der Bock das rechte Licht verloren hatte und zudem noch abnorm und alt war. Anders als erhofft, war der Landwirt gerade dabei, das zweite Feld zu dreschen. Die Rehe sind Arbeiten zu diesen Zeiten gewöhnt, und so beschloss ich, den Ansitzplatz in großer Erwartung einzunehmen. Die Mähdrescher sind unterwegs. Und wir jetzt auch, gell? Da vorne ist unser Sitz. In der Kirsche drinnen.
Diesmal wollte ich es nicht dem Zufall überlassen, und so fiebte ich, was das Zeug hielt. Alle Sinne waren gespannt. Nicht unerwartet sprang ein Kitz, das von der Geiß im Wald abgelegt wurde. Es war ein gutes Zeichen, denn wo ein Kitz alleine ist, ist die Geiß mit dem Bock irgendwo unterwegs. Es dauerte auch nicht lange und plötzlich war er da. Er lebt jetzt mit uns die spannenden Minuten voller Hoffnung, Aufregung und Freude. Der Bock brach im Feuer zusammen. Nach der Zeit des Innehaltens ging es zum Bock, um ihn in Besitz zu nehmen. Meine Gefühle nach der Erlegung kann ich nur schwer beschreiben und sind für einige Mitmenschen auch nicht leicht bzw. gar nicht zu verstehen. Zusammengefasst ist es einerseits Freude über all das Erlebte und die Erlegung eines alten Bockes, andererseits aber immer auch Wehmut. Nachdem der letzte Bissen in den Eser geschoben und der Beutebruch am Hut gesteckt war, folgte wie immer mein Gruß an meinen Vater und ein Dank an St. Hubertus über die erfolgreiche Jagd, bei der auch diesmal ein kranker und zudem alter Bock erlegt werden konnte. Wie immer freuen wir uns über eure Likes und positiven Kommentare. Wenn ihr uns auch noch ein Abo dalässt, dann sagen wir jetzt schon vielen Dank.